Hallo zusammen und willkommen zurück auf der AIDA Diva. Heute ist Tag 4 meines AIDA-Urlaubs und wir befinden uns heute den ganzen Tag auf dem Schiff, denn wir haben einen Seetag. Wir befinden uns nämlich auf dem Weg nach Santorini. Allerdings sind das nur so viele Seemeilen, dass wir tatsächlich den ganzen Tag hier auf diesem Schiff verbringen werden. Daher zeige ich euch heute ein paar tolle Ecken des Schiffs. Kommt mit! Hier seht ihr unseren Flur. Wir waren auf Deck 6 und unsere Zimmernummer war die 6312. Es gab übrigens kein Zimmer mit der Nummer 6313. Es ging direkt weiter mit der 6314. Ja, Aberglaube und so. So sieht übrigens der Treppenflur aus. Und hier stehen wir gerade vor dem Lift, der seine Farben ändert. Die tolle Organisation habe ich ja schon erwähnt. So findet man auch im Lift eine Übersicht der einzelnen Etagen, damit man schnell an sein Ziel kommt. Und hier ist ein kleiner Rundgang durch das Sonnendeck. Hier oben ist übrigens der FKK-Bereich, in den ich aus Versehen hineingestolpert bin. Es ist noch relativ früh am Morgen und von den ganzen 2000 Gästen ist keiner da. Ebenfalls befindet sich hier der Spa-Bereich. Allerdings empfehle ich, diesen nicht unbedingt an dem Seetag zu nutzen, denn da stürmen natürlich alle 2000 Gäste hin. Und da man natürlich 10 € Nutzungsgebühr pro Tag für den Spa- und Saunabereich zahlt, müsste es sich eher mehr lohnen. Hier war einer der Bereiche, wo man draußen essen konnte. Das hier ist die Frühstückszeit. Und an dieser Bar hier, ich glaube, das war die Vinothek, mussten wir immer vorbei, wenn wir zu den großen Restaurants wollten. Und hier sind wir auch schon in einem dieser großen Restaurants. Schaut euch nur diese Gesichter an. Sie wurden aus Melonen geschnitzt. So, liebe Leute, reden wir mal darüber. Nein, ich bin nicht schwanger. Ich muss zugeben, eine Diät macht auf dem Schiff keinen Sinn. Wir waren so restlos überfuttert, dass das da das schockierende Resultat war. Ihr überlegt, enge Klamotten mitzunehmen, um eure wundervolle Taille zu bewundern? Ein Tipp von mir, lasst das sein. Wir waren froh, luftige Klamotten mitgebracht zu haben, um das da verdecken zu können. Wir fühlten uns nämlich jeden Tag hochschwanger. Jeden Tag. Jeden Tag zu jeder Uhrzeit. Denn bedenkt, dort gibt es 5 Sternespeisen rund um die verfluchte Uhr. Hier ist noch eine kleine, aber feine Info an all die Verliebten unter euch oder an all die Liebespärchen, die das heikle Thema Häufchenlegen noch nicht ganz so offen kommuniziert haben. Euer kleines Bad, also die Toilette auf eurem Zimmer, ist so hellhörig, dass ich euch ganz dringend empfehle, wenn es soweit ist und wenn es dringend ist und ihr ausgerechnet zu zweit auf dem Zimmer seid, dringend die Toiletten draußen zu benutzen. Davon gibt es unzählige. Ihr versteht, was ich meine, ja? Auf diese Weise vermeidet ihr Geräusche, die, sagen wir, etwas weniger romantisch sind. Wir verstehen uns? Ha? Das nur als kleine Termin. Hier ist das Casino für alle ab 18.
Und hier nochmal das Theatrium, wie es nachts beleuchtet wird. Selbstverständlich bekommt ihr auch heute eine Kostprobe vom Show-Act des Abends. Heute wurden die Hits von Lionel Richie gesungen. Es gab diesmal aber keine Aftershow-Party auf dem Sonnendeck. Daher sind wir in eine Latino-Salsa-Disco gegangen.
Schaut euch mal den tollen Eingangsbereich an. Und egal wo man hinguckt, finden wir immer wieder neue Ecken, die wir noch nie zuvor gesehen haben und die auch komplett leer sind. Hier ist offenbar eine Spielecke. Dann eine romantische TV-Ecke mit tollen Möbeln. Dann gibt es diese Computerspiele und diesen Kickertisch hier. Und ganz tolle Eingangsbereiche. Und hier ein paar Eindrücke verschiedener menschennäherer Ecken. Hinter jedem Treppenhaus und jedem Aufzug gab es Bereiche mit kleinen Liegen oder Kissen, in die man sich hineinschmeißen konnte und die Aussicht genießen konnte. Wie diese hier. Diese runden Teile sind Kissen. Aber wo sind die 2000 Passagiere hin? Wir waren mitten auf hoher See und somit vollzählig an Bord. Aber wo versteckten die sich nur? Und das hier war etwas ganz Kurioses. Das habe ich irgendwo bei irgendwelchen Aufzügen auf irgendeinem Deck gefunden, als ich mich wieder mal verlaufen habe. So, wer bist du und was machst du da drin? Und was ist das und was macht man damit? Keine Ahnung. Dann habe ich endlich ein paar Menschen gefunden. Sie haben sich in der Bücherecke versteckt. Wer hätte das gedacht? Aber die Sofas hier waren auch zu bequem und total spacig. Und die Aussicht aufs Meer war natürlich ein Traum. Selbstverständlich waren die normalen Tische hier und die normalen Sofas natürlich unbesetzt. Denn jeder wollte natürlich diese wundervollen, spacigen Sofas haben. Aber kein Wunder bei dieser Aussicht und bei diesem Wohlfühlfaktor. Und das war's auch schon für heute. Das war Tag 4 auf der AIDA Diva. Morgen sind wir dann endlich auf der wunderschönen Insel Santorin und ihr könnt dann mit mir tausende und abertausende Stufen bergauf und bergunter, hinauf und hinablaufen, vorbei an den wunderschönen weiß-blauen Gebäuden, die stufenartig in die Klippen hineingebaut sind. Also lasst euch überraschen und bis morgen. Tschüss!